Wir sind wieder bereit zum Ablegen. Weiter geht's von Dordrecht. Die Motoren laufen, die Scheiße geht. Da hatten wir jetzt ein paar Tage Schwierigkeiten. Heute ist er einwandfrei angesprungen und jetzt gucken wir mal, ob wir weiterhin das Problem haben oder ob das jetzt weg ist. Das ist unser AIS-Profil aus Marine Traffic. Blau ist schnell und gelb langsam. Von Dordrecht geht es Richtung Hollandsdiep, an Wilhelmstadt vorbei zu den Volkerak-Schleusen. Dann noch ein Stück schnell bis zum Schelde-Rhein-Kanal und dann nach Osterdamm. Wir sind in Seeland. Wir verlassen jetzt unseren Liegeplatz. Und der Hafenmeister kommt schon, um uns nachher gleich die Brücke zu öffnen. Ja, der Hafenmeister ist auch schon an der Brücke. Das ist die kleine Brücke hier zwischendurch, die da öffnen muss. Weil um 10 Uhr geht die große Brücke am Hafen auf und da müssen wir raus sein. Dafür müssen wir natürlich erstmal durch die kleine Brücke. Zwei nette Bootsleute aus Mecklenburg waren gerade noch bei uns an Bord. Die fahren jetzt auch mit uns raus, fahren aber in die andere Richtung. Da, wo wir hergekommen sind quasi. Und schon geht die Brücke auf und wir können durchfahren. Jens und Conny aus Mecklenburg schließen sich unserer Fahrt aus diesem Hafen an. Es ist wieder ein herrlicher Tag, die Sonne scheint und Jens und Conny sind auch durch. So, den kannst du noch mal filmen, wenn wir vorbeifahren. Gute Reise! Wir wünschen den beiden eine schöne Reise. Und unsere Reise geht in die Richtung weiter. Ja. Wir haben die Pläne ein bisschen umgeschmissen. Wir fahren jetzt nicht nach Vorstellung. Fahren wir da jetzt hin? Wir fahren jetzt direkt erstmal in den Süden und da haben wir so einen Kanal, der nach Österdamm führt, der auch noch weiter nach Antwerpen führt. Den nehmen wir jetzt, da sind wir noch nie lang gefahren und schauen uns das mal an. Und wir brauchen nicht lange bis zur Schleuse. Geht natürlich bei dem Tempo 40 doch relativ zügig. Wenn wir mit 2 Maschinen schnell werden, ist natürlich wichtig, dass die Schrauben möglichst gleiche Drehzahl haben. Weil sonst hat man unterschiedlichen Schub und muss dagegen lenken und das kostet natürlich Kraft und auch Diesel. Das sieht man am einfachsten, indem man sich den Ruderlageanzeiger anguckt. Der sollte bei der Fahrt möglichst in der Mitte sein. Wenn er in der Mitte ist, hat man die ideale Spur. Es ist ganz schön kalt. Ein Druckschiff nach dem anderen. Richtig viel los hier. Die Verbindungsstrecke zum Hollandsdiep haben wir jetzt gleich geschafft. Wir sind jetzt gleich im Hollandsdiep und hier ist deutlich mehr Verkehr. Also das AIS zeigt jede Menge Schiffe. Wir müssen mal gucken, wie wir uns da jetzt durchwursteln. Wir passieren jetzt Wilhelmstadt. Da hat man 3 Möglichkeiten. Wenn man früh genug dran ist, kann man in der Stadt halten, das ist sehr schön. Oder links davon im Hafen oder eben den Hafen etwas weiter außerhalb zu nehmen. Wir fahren aber jetzt weiter und gehen gleich durch die Schleuse. Es gibt eine extra Sportbootschleuse, da muss man etwas weiterfahren und eine kleine Landzunge umrunden. Die Schleuse haben wir jetzt gleich erreicht. Das sieht etwas voll aus, aber die Schiffe stehen alle verkehrt rum. Ich hoffe nicht, dass die alle schleusen wollen. Durch die Schleuse will jetzt auch ein größerer. Da ist zwar nicht ganz so groß. Links stehen welche, rechts stehen auch welche. Mal gucken. Jetzt stehen wir hier vor der Volkerak-Schleuse und warten auf die Dinge, die da kommen. Drüben stehen die Brom beim Yachtmakler Kappers. Kaum ist die Schleuse grün, rasen alle los. Wir sind alle da seitlich am Großschiff vorbei. Es wird ein bisschen eng. Und der eine da vorne, der Erste, der traut sich nicht so richtig vorzufahren. Mann, 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 Mann. Der macht doch da jetzt nicht fest. Dümmer geht doch nimmer. Der traut sich wieder ans Berufsschiff vorbei. Schatz, hinter dem Segler. Hinter dem Segler. Mit viel Mühe haben wir es jetzt alle in die Schleuse geschafft und wir haben sehr schön angelegt.
Bei der Wartezeit vor der Schleuse habe ich die rechte Maschine ausgemacht und ja, wir haben sie nur mit Mühe wieder angekriegt. So, jetzt haben sich alle schön an den Wänden eingefunden. Die Schleusen kann losgehen. Ich finde die Poller hier ziemlich klein. Und man muss wirklich aufpassen, dass die Leine nicht drüber rutscht. Wir sollen alle an den Berufsschiff vorbeifahren. Sagst du mir Bescheid, Jürgen? Aus der Schleuse raus müssen wir jetzt noch eine kleine Kurve fahren. Dann ist noch ein bisschen langsam angesagt und dann fahren wir noch bis zum Kanal ein bisschen schneller. Fahren. Hat wieder mal Spaß gemacht. Die Schnellfahrstrecke ist vorbei. Wir biegen jetzt hier in den Schelde-Rhein-Kanal ab und wollen nach Österdamm. Hier geht es jetzt rein. Da soll es schön grün sein und ruhig. Da hat auch Anna mal was davon. Das ist auch vor allen Dingen eine Abkürzung, um in den Süden zu kommen. Hier kommt gerade ein Containerfrachter uns entgegen. Da haben wir heute keine Schleuse mehr. Die Schleuse ist direkt dahinter. Die nehmen wir dann morgen oder übermorgen. Man sieht hier, die Berufsschiffe kommen alle in gebührendem Abstand. Immer eins, immer einen gewissen Abstand. Wir haben noch 80 Kilometer bis Österdamm. Der Kanal wird natürlich von der Berufsschifffahrt genutzt, die nach Antwerpen möchte. Irgendwann fahren wir auch noch mal nach Antwerpen. Der Kanal ist ja riesig breit. Selbst wenn zwei große noch überholen, haben wir immer noch genügend Platz. Der Schelde-Rhein-Kanal ist deutlich ruhiger zu befahren wie der Amsterdam-Rhein-Kanal, weil hier haben wir links und rechts Steine und keine Spundwände, die die Wellen so reflektieren. Das ist ja das Problem am Amsterdam-Rhein-Kanal. Geh weg, Tanker. Und die haben gerade ihren Schubverband überholt. Ah, jetzt fallen doch ein paar Wellen. Allerdings, wenn ein Schiff kommt und Wellen erzeugt, dann nutzt das auch nichts. Brauchen wir noch wieder eine Jacke. Das Thermometer sagt 18 Grad, aber ohne Sonne sind das gefühlt deutlich weniger. Es ist kalt geworden in Holland oder in Seeland, wo wir gerade sind. Oder? Alter, das Bombenwetter wie letztes Jahr haben wir nicht. Nee. Also kurze Hose hatte ich einmal an, das war glaube ich am Donnerstag letzte Woche. Ja. Aber wir können uns im Grunde nicht beschweren, weil es hat kaum geregnet und wenn nur in der Nacht. Das ist eigentlich gut. Der Kanal ist hier richtig breit. Kommt uns gerade auch nichts entgegen. Jetzt können wir mal den Autogrill unten benutzen. Kann man es zurücklehnen. Kann ich jetzt Mittagsschlaf machen? Man geht Mittagsschlaf. Ich kann jetzt beide eine Runde schlafen. Halte ich schon durch. Ab und zu kommt man beim Berufsschiff vorbei, ansonsten ist hier wenig los. Sehr entspannt. Der Autopilot lässt sich ganz entspannt fahren. Genau, da kann ich in Ruhe mal meine Bremsen Nachrichten lesen. Ein ganz seltener Anblick, mal ein paar Häuser am Kanal. Stadt Tholen, ein großer Haltepunkt auch für Berufsschiffe, aber am Ende gibt es auch einen Yachthafen. Da vorne wird es dann auch breiter und wir müssen gleich sehen, dass wir die Insel auf der rechten Seite umfahren. Da geht es weiter nach Antwerpen und wir fahren jetzt hier rum. Und am Ende ist dann unser Yachthafen. Unser Tagesziel haben wir jetzt gleich erreicht. Wir sind schon an der Hafeneinfahrt. Wir haben auch so die Liegeplätze zugeteilt bekommen.
Ja. Da hinten ist der Hafen schon in Sicht. Der Hafen ist nicht voll, viele freie Plätze. Gucken wir jetzt mal, wo unser Platz I6 ist. Da sind so viele freie Plätze, da müssen wir erstmal unseren Platz suchen. Die Plätze sind so riesig, da geht das Anlegen doch sehr zügig und problemlos. Wir haben doch hier einen wunderschönen Liegeplatz. Super, ne? Super. Es war ein relativ offener Hafen, ne? Ja, das stimmt. Aber wenn hier richtig Wind ist, macht das bestimmt keinen Spaß, zu Hause zu sitzen. Aber ansonsten gesehen ist das ein schöner Hafen. Wir liegen hier wieder gut. Und jetzt müssen wir mal zum Hafenmeister, weil ohne Anmeldung kein Strom. Sehr vornehm, das ist ja hier ein Hotel. Und wir müssen uns an der Rezeption anmelden. Aber im Restaurant sind Hunde nicht erlaubt. Heute ist Freitag, Samstag ist das Restaurant ausgebucht und deshalb bleiben wir auch nur eine Nacht. Ja? Kannst du hin oder schon? Das ist Waschmaschine. Ah, ja. Ja. Alles included. Hier 3 Toiletten, 3 Duschen, alles sehr modern, top. Das ist ein richtiges Hotel, Resort mit angeschlossenem Hafen. Kriegt schon eine Karte und mit der kommt man rein. Wenn man sich vorstellt, da hinten weiter den Kanal lang ist man in 2 bis 3 Stunden in Antwerpen und ist dann schon in Belgien, in der Großstadt. Hier gibt es tolle Ferienhäuser, aber alles ein und der gleiche Stil. Hier hinten könnte man auch noch liegen, ist auch Strom. Das Hotel ist wunderbar hier, allerdings ansonsten im Umfeld ist nicht viel los. Und hier stehen ja nur dicke Schiffe, wenig Segler, weil hier muss man ja durch die Schleuse und hier ist sonst nur Kanal. Wir liegen hier herrlich, so in der Spätsonne. Marina hat geduscht, heute ganz in Rot. Und da geht so langsam die Sonne unter. Ein herrlicher Blick über den Hafen. Wir werden nachher einen wunderschönen Sonnenuntergang haben, weil wir sitzen nachher draußen hinter der Scheibe, geschützt und können das genießen hier in Amsterdam. Ja, hier ist die Schnellfahrstrecke direkt davor. Das ist natürlich der Burner. 2x 400 PS. Da geht richtig die Post ab. Ah, hier kann man auch mit dem Jetboot fahren. Ja, in der Nähe von Belgien merkt man auch 2 belgische Boote hier. Und die kommt aus Breskens und die aus Port-Zelande. Da wollen wir ja auch noch hin. Sehr schön. Hohe Glasscheiben gegen Wind. Das ist der kleinere Teil des Hafens mit den kleineren Booten. Und dann schauen wir mal, wo hingesetzt werden. Hunde sind ja hier drinnen nicht erlaubt, deshalb bleiben wir draußen. Und ja, die Sonne reicht noch ein bisschen. Ja, Claudia und Frank haben das Bavette für 2. Ja, sieht sehr gut aus. Und da kommt's. De Burger. Der Burger. Hier, komm mal. Einmal der Burger. Smakelijk. Und einmal der Heilbutt. Guten. Am Hotel gibt es auch einen Beach. Ist zwar mit Kante, aber schön flach. Eine ganze Ferienanlage. Der Seite ist eingedeicht und durch Schleuse getrennt. Und hier auf dem Deich haben wir dann gerade Niedrigwasser. Und wir fahren dann morgen früh rüber nach Bemmeldingen. Ein schöner Sonnenuntergang. Ja. Wenn man hier so die Autokennzeichen sieht,
dann ist das hier fest in belgischer Hand. Wir sind ja auch schon nahe der Grenze. Vom Schelde-Rhein-Kanal fliegen wir in Richtung Hafen. Links haben wir das Oosterdam Resort mit Hotel und Ferienanlage. Das Wasser hinterm Deich ist die Oosterschelde. Ein Blick auf die Schleuse, durch die wir durch müssen. Zurück zum Hafen, zu unserem Boot. Man sieht, hier ist noch richtig viel Platz und es sind extrem große Liegeplätze. Unser Boot ist wirklich klein. Nochmal ein Blick über die gesamte Ferienanlage mit Hotel und Strand. Oosterdam gefällt uns hier sehr gut. Eine gepflegte Ferienanlage. Hier ist ringsum nichts los. Das heißt, das ist mehr ein Ort zum Entspannen. Das Hotel ist sehr schön, das Restaurant ist sehr schön. Wenn man im Internet guckt, ist auch gar nicht so teuer. Man kann hier auch jede Menge Ferienhäuser mieten. Der Kanal, über den wir gekommen sind, ist eine ideale Abkürzung. Man kommt hier natürlich super nach Belgien. Oder auch man kann die Kramer-Schleuse umfahren. Die ist im Sommer oft sehr voll und geht dann hier durch die Schleuse und ist auch in Seeland. Also eine schöne Abkürzung, haben wir auch gut genutzt und haben dadurch einiges an Kilometern gespart. Das Restaurant ist top, allerdings auch hochpreisig, aber doch zu empfehlen. Mit 35 € war das bisher der teuerste Hafen, den wir hier besucht haben. Man merkt schon, hier unten ist alles deutlich teurer. Es gibt hier nichts zu meckern. Bis zum nächsten Vlog.